Hallo liebe Leserfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird Zeit, die Stiefel zu putzen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie diese Stecksysteme hergestellt werden? Ich zeige euch heute, wie einfach das ist. Es gibt nämlich einen kleinen Trick. Zunächst einmal benötigt man ein 3D-Objekt. Wer keinen Stiefel möchte, denkt in diesem Video einfach die ganze Zeit an etwas anderes. Ich habe mir in einem 3D-Knetprogramm einen Stiefel erstellt. Fertige 3D-Objekte zum Downloaden findet ihr natürlich massenweise im Internet. Der Trick? Ich habe ein kleines, sehr leicht zu bedienendes und sehr leistungsfähiges Tool mit dem Namen 123Make von Autodesk gefunden. Das Programm wurde leider eingestellt, ist aber weiter kostenlos mit nur knapp 80 MB zum Download frei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Beim Starten, Öffnen, Speichern erweist sich das Programm als sehr, sehr langsam, also Geduld. Ist man aber erstmal drin, ist es sehr zügig. Mit Import können eure gedownloadeten STL-Dateien oder OBJ-Objektdateien aus einem 3D-Programm geöffnet werden. Wer es selber testen möchte, mein Stiefel ist frisch geputzt und steht euch natürlich zum Download bereit. Drehen, zoomen, schieben kann man mit der Maus, gedrückt, gehalten oder mit dem Scrollrad und so weiter. Das Programm positioniert alle erstellten Teile praktischerweise gleich auf Schnittbögen. So kann man hier oben aus verschiedenen Größen wählen. Ich nutze meine A3 MDF-Platten. Mit dem Editierbleistift links kann man die Größenparameter noch etwas genauer einstellen. Ich lasse das aber so. Die Objektgröße stelle ich auf Millimeter. In den nächsten 3 Feldern kann die Wunschgröße des Stiefels angegeben werden und für eine proportionale Größenveränderung, also in alle Richtungen gleichzeitig, muss der Punkt Uniform Scale aktiviert sein. Mein Stiefel bekommt eine Höhe von 340 mm. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin schlau. Ich habe mir die Höhe vorab natürlich ausgemessen. Unter Construction Technik befinden sich Werkzeuge, die den Stiefel nach verschiedenen Kriterien zerlegen. Ich nutze Interlocked Slices. Da mich das begeistert, zeige ich euch trotzdem einmal die anderen Techniken. Stacked Slices, gestapelte Scheiben. Auf die Schaltflächen darunter gehe ich nur bei meiner genutzten Technik ein. Bei den anderen Techniken sollten sie sich dann von selbst erklären. Curve. Wie der Name schon sagt, wird der Stiefel in eine Kurve zerlegt. Radial Slices, da geht es dann irgendwie strahlenförmig weg. Mit Folded Panels kann man dann so Mantelabwicklung machen zum Falten von Objekten. Mit den Optionen darunter können noch Anpassungen gemacht werden. Jetzt gibt es noch 3D-Slices. Das entspricht wohl dem normalen Schneiden eines 3D-Druckslicers und war wohl auch dafür gedacht. Mit Interlocked Slices erhält man einen schönen geraden Schnitt. Welche Technik man letztendlich nutzt, hängt wohl vom Geschmack und Objekt ab. Die Optionen darunter befassen sich mit der Anzahl der Teilung. Zunächst sollten aber die Materialeinstellungen getroffen werden. Mit Manufacturing Settings erscheint am unteren Rand eine kleine Liste mit verschiedenen Parametern zum genutzten Material. Da die Umrechnung einfacher ist, stelle ich auch hier auf Millimeter. Bei Thickness wird die Materialhöhe eingestellt. Das Vorschaubild ist interaktiv und der Stiefel wird automatisch aktualisiert. Bei Slot Offset kann man einen Wert einstellen, um den Slot aufgrund der Laserschnittbreite anzupassen. In Lightburn kennt ihr das unter Curve oder Schnittversatz. Ein Pluswert macht den Schnitt kleiner, ein Minuswert vergrößert. Ich stelle auf 0 und nutze mal keinen Versatz. Da ich oben meine Materialgröße schon eingestellt habe, benötige ich die Option Länge und Breite nicht. Über die Anzahl der Achsen kann nun munter die Teilung in vertikaler und horizontaler Richtung verändert werden.
Die Faktoren für Kerbfaktor, Winkel und Relieftyp habe ich wie voreingestellt übernommen. Der letzte Teil der Funktion bezieht sich auf die Darstellung und Anpassung der Schnittmuster. Auf der rechten Seite sind die einzelnen Schnittbögen angelegt in der voreingestellten Größe A3. Der Reiter trägt den Namen Cut Layout. Mit einem Klick darauf öffnet sich die Voransicht. Mit weiteren Klicks kann zwischen den Platten gewechselt werden. Wechseln wir auf Slice Direction, bekommen wir eine Verzerrungsmöglichkeit. Für den Stiefel etwas sonderbar, deshalb setze ich das wieder zurück. Der nächste Punkt ist Modify Form. Verursacht eins der Teile einen Fehler, kann man es mit der Maus verschieben. In den Voransichten gut zu sehen, wie die Änderung sofort angepasst wird. Als nächstes gibt es die Assembly Steps, die Schritte des Zusammenbaus. Das Objekt scheint nun aus Pappkarton zu sein. Auch die Schnittmuster haben ihre Farbe verändert. Am unteren Rand ist jetzt ein Schieberegler und ein Klappmenü zur Änderung des Materials, wenn einem Pappe nicht gefällt. Mit dem Schieberegler lässt sich nun Teil für Teil der Zusammenbau betrachten. Schlaue Drachen von euch haben sicher schon gemerkt, dass es hier und da kleine, nicht machbare Steckfunktionen gibt. So wie hier an der Stiefelspitze 2 Stücke durcheinander zu schieben, kann man wohl noch nicht wirklich. Das heißt, man muss sein fertiges Werk gut prüfen und hier und da mit einem persönlichen Schlitz versehen. Mit Get Plans kann man sich die gesamte Übersicht ansehen und bei Bedarf auch hier noch einmal vergrößern. Um zu sehen, wo welches Stück auf dem Plan ist, markiert das Programm in der Pappansicht Assembly Steps die jeweils eingeschobenen Elemente weiß. Das funktioniert in der Großansicht und in der Übersicht rechts. Da es hier und da optisch unschöne Situationen gibt, sollte man die Pläne noch einmal genau anschauen und zum Beispiel solche Bereiche überarbeiten. Einfach so verschieben, dass es passt. Es gibt auch einen Bereich, der die Probleme erkennt. Der Reiter Model Issues. Hier kann man sich die Fehler auflisten und das jeweilige Objekt markieren lassen. Oben rechts gibt es noch ein Menü für Bewegung und Drehung der Ansicht. Get Plans. Zum Speichern kann man die Anordnung der Elemente auf dem Material auswählen. Wer Material sparen will, sollte dies aber wohl lieber händisch in Lightburn machen. Ich glaube, das können wir besser. 123Make hat verschiedene Speicheroptionen. Leider sind sie nicht komplett vollständig nutzbar, da das Programm keine Online-Verbindung mehr hat und, wie erwähnt, abgeschaltet wurde. Über das Menü oben gibt es die Möglichkeit, die Projektdateien selbst zu speichern oder über Export als STL oder OBJ. Ist man in der Get Plans Ansicht, gibt es unten neben Export und Print zwar ein DXF-Format, ist aber wie erwähnt durch die fehlende Verbindung zum Anmeldeserver nicht möglich. Was aber sehr gut funktioniert, die Daten als EPS in Datei zu drucken. Ich denke, einen Adobe-Drucker hat sicher jeder von euch eingerichtet. Also nicht an euren Drucker schicken. In einem Grafikprogramm eurer Wahl könnt ihr die Datei dann wieder importieren, gegebenenfalls umgruppieren oder eine Schnittmaske auflösen und je nach Bedarf die Texte entfernen. Die Schnittlinien sind dann wie gewohnt weiter bearbeitbar. Von hier aus kann die Datei dann zum Beispiel im Format SVG an Lightburn übergeben werden und nach Wunsch positioniert werden. Ich habe hier übrigens mit dem Falcon 2 mit 40 Watt gearbeitet und die Datei mit 800 mm pro Minute und 80% Leistung geschnitten.
was ich sehr schade finde, die eigentliche Arbeit macht der Leser. Es ist auch die meiste Filmzeit, die ich habe. Viele werden diesen Teil aber überspringen. Deshalb versuche ich, den Teil immer zu kürzen. Aber eigentlich ist es doch das Beste vom Ganzen. Für alle diejenigen, die mit Fusion 360 arbeiten, kennen dieses Tool vielleicht. Denn es wurde nach der Beendigung als Tool in Fusion eingebunden. Leider wurde es dort auch 2020 wieder beendet. Es gibt weiter ein Download dafür und ist vielleicht auch schon weiterentwickelt als die eigenständige 1.2.3 Make-Version. Die Kompatibilität für weitere Fusion-Versionen ist nicht gegeben. So freue ich mich zumindest, noch eine der alten Versionen zu haben, die bleibt. So, und jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten, deshalb habe ich nur ein paar Bilder für euch vom Steckstiefel. Nikolaus oder auch Weihnachten ist ja bald. Vielleicht fällt euch ja auch was Tolles mit dem Programm ein. Ein kniffliges Stecktier als Weihnachtsgeschenk sollte auf jeden Fall drin sein. Wie erwähnt, habe ich es mit dem Falcon 2 mit 40 Watt erstellt. Und wer Lust hat, das Review dazu zu sehen, zusammen mit einer netten Modifikation, das kommt als nächstes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an ein Weihnachtsabo, ich würde mich jedenfalls freuen. Dicke Dragon-Küsschen.